Ich investiere ganz bewusst wertvolle Redezeit, dass Sie sich einen Eindruck machen. Warum? Ich stehe ganz bewusst in Uniform vor Ihnen, weil das genau das auslöst, was unsere Herausforderung ist, nämlich dass jeder von Ihnen ein ganz anderes Bild von einem Menschen in Uniform hat als sein Sitznachbar. Und das Spannende ist, die wenigsten von Ihnen wissen tatsächlich was über die Organisation Polizei, weil Ihre Wahrnehmung von uns geprägt ist durch mediale Formate, Fiktion, vielleicht das eine oder andere persönliche Erlebnis und vieles, was Sie vom Hörensagen kennen. Und in diesen Kontext hinein kommunizieren wir als Polizei. Polizei kommuniziert. Was kommunizieren die? Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, die meisten von Ihnen sind eigentlich ganz froh, wenn sie nichts mit uns zu tun haben. Und wenn sie was mit uns zu tun haben, dann bringt das meistens Ärger mit sich oder kostet Geld. Wer ist heute schon über eine rote Ampel gefahren? Okay. Es ist sehr schwierig, Botschaften zu adressieren, wenn der Sender dieser Botschaft tatsächlich sehr heterogen wahrgenommen wird. Eine wichtige Botschaft, die wir zu adressieren haben, ist, dass Sie alle, so wie denn hier leben, in der sichersten Region Deutschlands leben. Wir sind die sicherste Stadt, über 200.000 Einwohner, seit Festhalten 20 Jahren ununterbrochen. Und der Abstand innerhalb der Großstädte in Deutschland ist eklatant. Und trotzdem haben wir als Kernherausforderung das Problem, dass viele von Ihnen zwar vielleicht schon mal gehört haben, dass es uns sicherheitsmäßig sehr gut geht, aber die Schere zwischen objektivem Sicherheitsempfinden und Datenlagesicherheit unglaublich auseinandergeht. Unsere Stadtgesellschaft, vielleicht auch unsere gesamte Gesellschaft, ist unglaublich volatil, was das Sicherheitsempfinden angeht. Wir werden ganz leicht getriggert von Dingen, die unser Sicherheitsempfinden sofort nachhaltig beeinflussen und die uns teilweise in völlig abstruse Angstszenarien stürzen. Ist das nicht schrecklich? Ich hoffe, Sie können nach diesem Bild heute Nacht noch schlafen. Was Sie sehen, sind Kondensstreifen von Düsenfliegern. Die Jungs hatten ein bisschen Spaß und haben Kreise in den Himmel gemalt. Herzlichen Glückwunsch, Sie sehen den Grund für über 30 Notrufe. Sie lachen, die Menschen, die angerufen haben, und es ist eine Schwelle, eine Hemmnisschwelle, die 110 anzurufen, haben das als Bedrohung empfunden. Und wir reden hier nicht über Chemtrails. Dieses Beispiel soll Ihnen zeigen, vor welchen Herausforderungen wir stehen, wenn wir als Polizei über Sicherheit sprechen wollen. Wir haben das bislang über Medien gemacht, wir haben das über Kontaktformate gemacht. Sie wissen schon, der gute Infostand. Wir haben es mit Flyern und Broschüren gemacht und das hat alles nicht funktioniert. Letzteres erreicht keine Reichweite und Medien, auch das muss man ganz klar formulieren, haben kein Interesse, außerhalb einer Kriminalitätsberichterstattung Sicherheitsthemen so zu transportieren, dass sie nachhaltig bei Ihnen ankommen. Und dann kam das Internet. Oder wie wir sagen, dieses Internet, weil wir haben auch noch Faxgeräte bei uns stehen. Fakt ist aber auch, das Internet ist eine tolle Chance für Sie alle. Dieses Format, diesen Talk gäbe es ohne das Internet nicht. Das Internet ist das, was uns als Gesellschaft unglaublich nach vorne bringt und gleichzeitig etwas, das uns Gesellschaft völlig überfordert. Rein kommunikationsevolutionär sind wir nicht bereit für das Internet. Wir sind nicht bereit für Social Media und wir sind vor allen Dingen nicht bereit für den Teilen-Button. Und das macht das Internet sehr gefährlich, wenn ich das Ganze betrachte aus dem Aspekt Sicherheitsempfinden, weil Informationen werden geteilt, Meinungen werden geteilt, als Fakten dargestellt. Und wenn der Reiz groß genug ist, ist jeder von Ihnen bereit, das zu glauben. Drama in München. 3 Wochen alt, ein YouTube-Clip eingestellt, zeigt eine Hetzszene in München. Das sagt zumindest die Bildunterschrift und auch die Kommentierung. Und zu sehen ist ein Mob, der einen Menschen vorgeblich in München durch die Straßen jagt. Wo ist das Problem? Ganz einfach.
Das Originalvideo ist entstanden im Jahre 2017, hat nichts mit München zu tun und kommt als ideologischer Trigger aus einer Ecke, wo jeder, denke ich, von Ihnen weiß, welche gemeint ist, und hat aber folgenden Effekt. Nutzer glauben dieses Video, Medien glauben dieses Video. Die Anfragen, die wir zu diesem Video bekommen haben, lauteten nicht, wer steckt dahinter, sondern die Anfragen, die wir zu diesem Video bekommen haben, lauteten, warum berichtet ihr nicht über den Vorfall? Und das ist ein ganz gefährlicher Aspekt, und hier muss man sich die Frage stellen, wer löst sowas auf? Wer geht jetzt hin und sagt, Leute, das ist Fake? Wer geht hin und sagt, lasst euch davon nicht ins Boxhorn jagen, wir leben in einer sicheren Region? Da sind wir dann im Spiel mit dem Thema, wir haben ein Bedürfnis zu kommunizieren. Wir haben dann tatsächlich auch im Jahre 2014 dieses Internet für uns entdeckt und sind dort auf Twitter und Facebook aktiv, seit Oktober diesen Jahres auch auf Instagram. Und es ist tatsächlich extrem herausfordernd für uns. Ganz einfach deshalb, weil, wenn eine Behörde in den sozialen Netzwerken ist, ziehen wir die Ränder an. Immer. Weil genauso wie Sie in mir das staatliche Organ gesehen haben, sieht die Netzcommunity in der Webpräsenz einer Behörde immer den Staat. Und deshalb haben wir natürlich auf unseren Seiten alles Mögliche an Interaktion, und das meiste davon ist nicht unbedingt diskursorientiert. Wie wir damit umgehen, wie wir dies kommentieren, wie wir es möglicherweise auch einphasen, wird wiederum sehr kritisch beobachtet, weil der Staat reagiert auf ideologische Anwürfe aus allen Richtungen. Dann kommt noch hinzu, Sie sind ja die Generation, die damit aufwächst, Social Media funktioniert nur mit Emotionen. Nur. Ganz ernst. Finden Sie uns wahnsinnig emotional? Nein, ne? Genau das ist die Herausforderung. Wir haben als Behörde tatsächlich rechtlich zugeschrieben ein Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot. Polemik ist für uns No-Go. Und dann müssen wir Humor, dann müssen wir Emotionen. Das ist sehr schwierig. Es gibt auch keinen Lehrgang, wo Sie Social Media für Behörden lernen. Sie lernen auch nicht, wie eine Content-Strategie aussieht, um Inhalte zu promoten. Also wenn Sie mal wirklich richtig unsexy Content promoten wollen, dann befassen Sie sich mal mit dem Thema Winterreifenprävention. Sie müssen Winterreifen aufziehen, weil es wird kalt draußen. Machen Sie da mal eine kreative Kampagne draus. Und das ist die Herausforderung. Sie lernen Social Media nicht, Sie können es nur tatsächlich durch sehr viel Erfahrung aufgreifen, auch weil die Sprache anders ist und weil unser Rechtsrahmen anders ist. Ich habe gerade die ideologischen Ränder angesprochen, die sich bei uns austoben. Wir dürfen nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen löschen, wir dürfen unter ganz bestimmten Voraussetzungen nur verbergen. Das ist eine Riesenherausforderung. Social Media hat bei uns natürlich Ziele. Also wie unsere gesamte Kommunikation mit Zielen hinterlegt. Informieren, Prävention, der Winterreifenpost wäre so ein Präventionsthema. Warnung, wenn irgendwas Schlimmes in der Stadt passiert, haben wir den Anspruch, dass Sie von uns aus erster Hand erfahren, wie schlimm die Lage ist oder auch nicht. Sie erinnern sich, es waren nur Düsenflieger. Und natürlich PR. So, und wenn ein Polizist sagt, dass wir Social Media nutzen für PR, dann zucken immer alle gleich. Aber PR ist wahnsinnig wichtig. Sie müssen uns vertrauen als Organisation. Jetzt wird es ein bisschen schwer, das müssen Sie jetzt aushalten. Sie müssen uns mögen als Organisation und Sie müssen glauben, dass wir handlungsfähig sind. Warum? Weil nur dann wenden Sie sich an uns, wenn Sie ein Problem haben. Wenn Sie uns nicht vertrauen, werden Sie uns nicht anrufen. Wenn Sie uns nicht mögen, werden Sie einen weiten Bogen um uns herum machen. Und wenn Sie uns nicht verhandlungsfähig halten, werden Sie im Zweifel den Sicherheitsdienst beauftragen, aber nicht Ihre örtliche Polizei über ein Problem informieren. Und ein weiterer Grund für PR ist, wir sind eine Arbeitgebermarke. Wir stellen bei der Bayerischen Polizei pro Jahr 1800 neue Kollegen an. In einem sehr fordernden Job, und wir sind jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass wir exzellente Spitzengehälter zahlen. Gleichwohl ist es in Ihrem persönlichen Interesse, wie Sie hier sitzen, dass wir die Richtigen einstellen. Und die Richtigen stellen wir nur dann ein, wenn sie sich bewerben, und dazu müssen wir als Arbeitgebermarke die richtigen Attribute ansprechen und die richtigen Leute generieren. Und wir wollen die Leute, die sozial kompatibel, emotional intelligent und menschenzugewandt sind, und nicht die Leute, die eine Knarre bevorzugen und eine Uniform schick finden. Wir kriegen sie noch, aber Sie wissen selber, der Arbeitgebermarkt ist etwas, wo man dranbleiben muss.
Social Media bringt natürlich auch, oder digitale Kommunikation insgesamt bringt natürlich auch neue Formate mit sich. Ich möchte Ihnen ein Beispiel mitbringen. Wir haben in München diese kleine Biermesse, immer Ende September. Und das ist für uns als Polizei ein Rieseneinsatz. Wir sind da mit über 650 Kollegen, planen das Ding über ein Dreivierteljahr, stecken da viel Arbeit rein und sind auf wahnsinnig viele Dinge gut vorbereitet. Und trotzdem haben wir 2016, 2017 festgestellt, dass also nicht irgendwelche Touristen, sondern unsere regionale Bevölkerung plötzlich ein echtes Angstthema hatte mit, ich gehe auf das Oktoberfest. Jetzt können wir natürlich hingehen und sagen als Polizei, prima, haben wir weniger zu tun, aber aus Unsicherheit entsteht Angst, aus Angst entstehen nicht rationale Reaktionen und aus nicht rationalen Reaktionen entsteht in der Regel immer irgendein Grund, wo irgendwann am Ende der Kette ein Polizeieinsatz steht. Es kann nicht in unserem Interesse sein, dass wir Angst, die nicht gerechtfertigt ist, stehen lassen. Und so haben wir dann eine größere Kampagne gestartet, die wir seitdem regelmäßig zum Oktoberfest durchführen. Und ein Baustein daraus, es ist nur ein Baustein, ist die Twitter-Kampagne #Wiesenwache. Der eine oder andere von Ihnen hat davon vielleicht schon mal gehört. Wir machen das immer am mittleren Wiesenwochenende und begleiten 12 Stunden lang die Einsätze der Wiesenwache. Das sind so ungefähr 150, 200 Tweets, die wir dort veröffentlichen und die ein Breitbandspektrum an Informationen und auch nutzerorientierten Inhalten haben, aber halt auch sehr viele Dinge, die vielleicht etwas ungewöhnlich sind. Sowas zum Beispiel hier. Was hat das mit Prävention zu tun? Was hat das mit... Die Challenge findet seitdem jedes Jahr statt. Was hat das mit Prävention zu tun? Ganz einfach, die Polizei ist sehr präsent auf dem Oktoberfest. Und wir arbeiten auch sehr viel mit subtilen Wirkungen von Bildern. Kollegen, die Spaß haben, Kollegen, die lachen, Kollegen, die auch außerhalb der Handlungsfelder wahrzunehmen sind, die sie mit uns attributieren, signalisieren eins: Das würde kein Kollege machen, wenn er damit rechnet, dass jeden Moment ein Terrorist um die Ecke kommt. Das würde kein Kollege machen, wenn das Oktoberfest wirklich ein gefährlicher Ort wäre. Und kleiner Hinweis, das sind keine gestellten Bilder. Das machen die Kollegen tatsächlich, wenn sie Zeit haben, immer wieder ganz gerne. Gleichzeitig ist das Oktoberfest natürlich auch etwas, das bestimmte Phänomene anzieht. Taschendiebstahl, Körperverletzungsdelikte, aber auch Sexualdelikte. Und dann ist es zum Beispiel immer gut, wenn wir als Organisation auch bei gesellschaftlichen Trends, die strafrechtliche Relevanz haben, ganz klare Kante zeigen. Lustig geschrieben mit einer klaren Botschaft. Auch das ist etwas, das wir in diese Kampagne regelmäßig mit einbauen und einfach damit auch ein Stück weit eine Haltung beziehen. Und dann haben wir natürlich noch ganz ernste Themen. Der braucht ein bisschen. Was wollen wir mit diesem Tweet sagen? Gar nichts. Dieses Bild steht einfach dafür, dass wir natürlich die Effekte, Emotionen, Humor der sozialen Netzwerke auch nutzen, um Reichweite zu erzielen. Weil was bringt uns denn ein wertvoller Inhalt, gut gemeinte Botschaften, wertvolle Hinweise für Ihre Sicherheit, wenn wir die Reichweite nicht erzielen? Und deshalb müssen wir dann auch regelmäßig diesen sehr schmalen Weg des Humors gehen, ohne jemanden vorzuführen, auch immer der Marke Organisation, also der Organisation polizeitreu bleiben. Eine eigene Form und Definition von Humor und Leichtigkeit, die aber trotzdem dazu führt, dass Sie sowas attraktiv finden. So viel zur Wiesenwache. Ein anderer Punkt, der noch eine ganz große Rolle spielt, seitdem wir in den sozialen Netzwerken sind, ist das Thema Dialog. Wir haben auf allen unseren Plattformen die Direktnachrichtenfunktion offen und haben pro Tag irgendwas zwischen 200 und 400 Nutzerkommentare oder Direktnachrichten, die uns erreichen. Das ist ein wahnsinnig wertvoller Input für uns. Endlich wird uns ein Spiegel vorgehalten, aus ganz vieler Hinsicht. Natürlich, wie finden Sie unsere Inhalte? Check, darum geht es nicht. Aber vielmehr, was haben Sie für Erfahrungen mit uns als Organisation? Wo drückt bei Ihnen der Schuh? Wo machen Sie sich gerade Sorgen drüber? Wir kriegen insbesondere über diese Nutzerinteraktion und das Community Management, das wir dann betreiben, tatsächlich sehr, sehr viele Hinweise darauf, wo bei Ihnen tatsächlich der Angstraum ist.
ich kann nicht mehr in den Park XY, an der U-Bahn-Station so und so, es ist ab 22 Uhr ganz furchtbar. Das erfahren wir erst in Echtzeit oder zumindest nahezu in Echtzeit, seitdem Sie uns das niederschwellig zurückkabeln können. Übrigens, Sie erinnern sich an PR, das machen Sie nur dann, wenn Sie uns vertrauen und das Gefühl haben, dass wir Sie ernst nehmen. Das tun wir. Und deshalb investieren wir tatsächlich sehr viel Personal. Ein Kollege aus meinem Social Media Team macht den ganzen Tag nichts anderes, als diese Nutzerinteraktion abzuarbeiten. Darin, jede Frage, aus der wir im Kern erkennen können, dass jemand wirklich ein Bedürfnis hat, zu beantworten. Und das ist tatsächlich etwas, das im Kontext Behörden-Bürgerkommunikation etwas ist, das ein echter Mehrwert darstellt. Ich hoffe, ich habe Ihnen im Rahmen dieses Talks jetzt einen Einblick geben können, dass Kommunikation für uns als Organisation Polizei wichtig ist. Dass die Ziele, die wir haben, tatsächlich in erster Linie damit zu tun haben, dass sie sich sicher fühlen. Weil, das habe ich mir auch so auf meine interne Bucketlist geschrieben, ich möchte, dass Sie aus dieser Veranstaltung rausgehen, aus diesem Talk rausgehen und mitnehmen, Sie leben in der sichersten Stadt Deutschlands, über 200.000 Einwohner. Kleiner Fußvolk. Und dass wir als Polizei tatsächlich sehr viel Aufwand betreiben, um dieses Gefühl bei Ihnen zu stärken und dass wir auch eine Haltung und eine Einstellung haben, all denen entgegenzutreten, die an diesem Gefühl der Sicherheit sägen und sie verunsichern wollen. Und dass das für uns eine Herausforderung ist, die nicht trivial ist, aus dem einen oder anderen Aspekt, den ich Ihnen jetzt vorstellen durfte. Ich bedanke mich und hoffe, dass Sie den einen oder anderen Erkenntnisgewinn aus diesem Talk mitnehmen. Vielen Dank.